Die Stadt Kirkwall liegt auf der nördlich von Schottland gelegenen Inselgruppe Orkney. Wer sich hier genau umschaut, findet verschiedene Spuren der jahrhundertealten Handelsbeziehungen mit dem Festland Europas. Doch nicht nur die Gurnall genannten alten Kornspeicher zeugen vom regen Handel in Kirkwall. Über den Dächern der Stadt ragt die fast 900 Jahre alte St. Magnus Cathedral empor. Im Innern der Kathedrale finden sich einige Gedenktafeln für Menschen, die auf die eine oder andere Weise für die Geschichte von Kirkwall und Orkney wichtig waren und sich diesen Gedenkplatz entweder verdient haben oder ihn sich leisten konnten. Eine Gedenktafel aus dem Jahr 1674 sticht besonders hervor. Peter Winchester war ein Schiffskapitän, der hier zusammen mit seiner Frau und seinen 3 Kindern begraben liegt. There's far broader connections than we first thought. So we have a man called Peter Winchester, who's a captain. He doesn't come from Orkney, he marries into a rich Orkney family. And in fact, he marries into 2 rich Orkney families. And he is found trading in Bergen and Stavanger in Norway. He goes to Shetland, he goes to Leith in Scotland, London, Belfast in Ireland, and La Rochelle in France. So we can really see him moving all the way around the British Isles and the neighbouring continental countries. And he's bringing a whole range of materials back to Orkney for the wealthy classes primarily. Wie fast immer in der Geschichtsforschung findet die Suche nach Menschen wie Peter Winchester zunächst in den Archiven statt. One of the collections within this collection is a series of documents, and it just had written on it relating to Peter Winchester. And one of these documents was a small notebook belonging to Peter Winchester, where he had made personal notes. We're finding the materials that are coming into Orkney, the commodities that people are wanting. And included in that, we have tobacco pipes. We're seeing sugar coming in, cinnamon, ginger, other spices, lots of pepper. It seems to be very popular. Verlässt man die Straßen von Kirkwall und macht sich auf die Reise nach Norden, gelangt man zur Inselgruppe Shetland, dem nördlichsten Ende von Schottland. Und auf der nördlichsten der Shetland-Inseln findet man nahe der Küste einen alten Friedhof neben der Ruine einer längst zerfallenen Kapelle. An diesem abgelegenen und beinahe vergessenen Ort stößt man plötzlich auf deutsch klingende Namen. Die Inschriften auf den Gräbern sind verwittert und kaum noch lesbar. Einer der Menschen, die hier beerdigt liegen, ist der aus Bremen stammende Segebert Detgen. Segebert Detgen war ein Bremer Kaufmann, der laut der Inschrift auf seinem Grabstein 52 Jahre in Shetland gehandelt hat und dort auch gestorben ist und 1573 dann beerdigt wurde. Nahe dieser Kirche ist die Bucht Uí Sound und da wissen wir, dass jedenfalls im Norden der Inseln quasi der Haupthafen war für den deutschen Handel da. Auch wenn die Informationen über Segebert Detgen selbst eher spärlich sind, wissen wir, dass auch seine Nachkommen noch über mehrere Generationen hinweg auf Shetland Handel getrieben haben und für die Inseln ein wichtiges Verbindungsglied waren mit der Hanse und damit dem europäischen Festland. Generell wird diese Zeit sehr positiv gesehen, weil die halt auch ganz viele Sachen dorthin gebracht haben, die es da eigentlich vor Ort nicht gab. Also das reicht von Kleidung bis Tabak, Bier, solche Sachen halt. Deswegen haben die auch eine sehr wichtige Rolle für diese Inseln gespielt. Händler und Seefahrer wie Peter Winchester oder Segebert Detgen waren bei den Einwohnern hoch angesehen. Sie stellten nicht nur eine wichtige Versorgungsquelle für die Inseln dar, sondern auch einen bedeutenden kulturellen Einfluss und Kontakt zum Rest der Welt. Den großen Gefahren der Seefahrt wie Piraterie, Unwetter oder sogar Meuterei trotzend,
sind die Namen dieser frühen Zeugen des europäischen Handels auch ein halbes Jahrtausend später noch erhalten.